Auf unserer Panamerikaner-Reise gelangen wir an einen besonderen Ort, der uns in vielerlei Hinsicht überrascht. Und deswegen machen wir es wie die Locals, denn hier bewegt man sich vor allem mit dem Boot fort. Während wir aber einige der vielen Seiten Guatemalas kennenlernen, ist es vor allem eine Begegnung, auf die wir uns schon lange gefreut hatten. Aber das Wichtigste ist ja eigentlich, mit wem wir hier sind, denn wir haben uns hier mit Alina und Timo von Sprinttour getroffen. Hallo! Yay! Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, golden. Guten Morgen und schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir sind am Lago Atitlan, mitten in den Bergen Guatemalas. Umgeben von Vulkanen, ihr habt es ja schon ein bisschen gesehen. Und wir hätten niemals gedacht, dass wir hier an diesem See so einen schönen Ort finden, wo wir bereits 2 Nächte verbracht haben. Es ist wirklich ein kleines Paradies. Man hat endlich mal wieder ein bisschen Muße, morgens schön gemütlich aufzustehen. Ich habe ja ein bisschen Yoga gemacht. Es ist wirklich, ja, ein besonderer Ort. Obwohl, natürlich, für uns ist es wieder mal nur Ausgangsort, um die Gegend ein bisschen genauer zu erkunden. Ich gebe zu, ich dachte eigentlich, wenn ich zurückkomme, ist Roberto noch im Bett. Aber... Sieht doch nicht so aus, oder? Nee, da gibt's schon Kaffee. Alles vorbereitet. Ich habe Hast sogar Zimtschnecken gebacken. Die hast du gemacht? Nee, die hast du gestern gemacht. Deshalb fehlt schon eine. Ja, Das stimmt. weil die sehen richtig gut aus. Hat gestern eine dynamische gemacht. Wir waren ja insgesamt über eine Woche im Airbnb und hier wieder im Van zu sein, ja, es braucht ein bisschen eine kleine Umstellung, denn ja, wenn man nicht immer direkt aufräumt, dann ist gleich Chaos pur innerhalb von 2 Minuten. Und Ich würde sagen 1 Minute. wahrscheinlich schon, ja, weil Jessie halt alles immer rumliegen lässt. Hey, das stimmt gar nicht. Nee, aber es ist cool, hier an diesem Campingplatz wieder zu sein. Allgemein, also die Lage hier von diesem Campingplatz ist ja unglaublich mit diesem See und diesen Bergen rundherum. Wobei die Fahrt hier war eine richtige Katastrophe. Ich glaube, die zeigen wir euch, wenn wir von hier wegfahren. Ja, wir müssen dieselbe Strecke wieder zurück. Ja, also das ist wirklich, da geht es wirklich hoch und runter, links und rechts und keine gerade Strecke. Ja, so viele Kurven, Lastwagen. Ja, ihr seht's dann. Genau. Aber jetzt sind wir erstmal hier, genießen hier mal den schönen See. Genau. Gleich geht's weiter mit dem Video, aber vorher möchten wir uns noch bei CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos, bedanken. Wir nutzen den VPN von CyberGhost bereits seit über einem Jahr und es ist für uns ein Muss, sobald wir online gehen. Besonders, da wir uns ja auch regelmäßig in öffentliche WLAN-Netze, wie zum Beispiel auf Campingplätzen, in Cafés oder auch mal am Flughafen einloggen. Zum einen nutzen wir den VPN aus Sicherheitsgründen, denn damit werden all unsere Daten durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet. Das hat zur Folge, dass unsere IP-Adresse verborgen bleibt und wir online anonym sind und niemand weiß, was wir online machen, nicht mal CyberGhost. Und so haben wir auch keinerlei Bedenken, wenn wir online unsere Finanzangelegenheiten erledigen. Aber davon abgesehen hat CyberGhost VPN einen weiteren großen Vorteil. Mit über 11.000 Servern in 100 Ländern können wir nämlich auch Geoblocking umgehen und so zum Beispiel Buchungen günstiger abschließen oder auch auf lokal gesperrte Websites zugreifen. Und das heißt auch, wir können auch Filme und Serien von über 35 Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus schauen, egal wo wir uns in dem Moment physisch tatsächlich befinden. Das Ganze funktioniert natürlich auf allen gängigen Plattformen. Das deutsche Support-Team ist 24/7 erreichbar und ein Account reicht für bis zu 7 Geräte und es müssen nicht die eigenen sein. Und das alles erhält ihr sozusagen zum Preis eines Kaffees pro Monat. Also testet es am besten doch gleich selbst aus. Über den Link unten in der Videobeschreibung erhält ihr 83% Rabatt und bezahlt gerade mal 2,03 € im Monat für das Abo. Damit könnt ihr den VPN quasi 4 Monate lang gratis nutzen. Und mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein.
Wir sind ready und machen uns auf den Weg, denn rund um den See gibt es einige Dörfer, die wohl richtig süß sein sollen. Wir haben uns eines rausgesucht, das vielleicht nicht ganz so touristisch ausgebaut ist, aber wir hoffen dafür auch authentischer. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal los. Bei den Bergen hier ist der Straßenbau ein bisschen schwierig und vor allem nicht unbedingt das effizienteste. Und deswegen machen wir es wie die Locals, denn hier bewegt man sich vor allem mit dem Boot fort. Wir machen es eben auch so, die fahren hier immer so hin und her. Wir winken einfach einem zu und hoffen, dass er für uns anhält. Wenn er anhält. Wenn er anhält, ja. Weil eigentlich und wenn er die ist das, richtige Richtung geht, die wir wollen. ja, das finden wir dann raus, wenn er anhält und wir ihn fragen. Weil wir wissen auch nicht ganz genau, ob wir direkt fahren können oder noch umsteigen müssen. Ist halt normaler öffentlicher Verkehr. Ja. Transport, genau. Da muss man halt mal umsteigen vielleicht. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Wir sind jetzt in San Pedro angekommen. Das ist eben einer der Hauptorte, die hier von den Touristen besucht werden. Man hört es auch, man sieht es auch. Aber für uns ist es nur ein Zwischenhalt, denn wir müssen jetzt irgendwo den anderen Hafen finden, um eben nach Santiago zu kommen. Mal sehen, ob wir es finden. Wir sind jetzt einmal durchs Dorf durchgelaufen und ja, hier am Steg müssen wir jetzt einfach warten, bis wir 15 Leute sind. Zurzeit sind nur Jesse und ich hier, sonst fährt halt einfach das Boot nicht. Er meinte 30 Minuten, 40 Minuten, vielleicht länger, vielleicht kürzer. Naja, wir warten halt einfach mal. Wilde Fahrt. Wilde Fahrt. Richtig das Wasser unten aufs Boot schlagen hören und spüren können. Naja, jetzt sind wir jetzt endlich hier. Wir wollten ja eigentlich hierher, weil es hieß, das ist authentischer und weniger touristisch, aber bis jetzt sind hier genau dieselben Stände wie überall sonst. Und wir werden auch andauernd angequatscht. Aber man sieht tatsächlich weniger Touristen. Also die Straße ist ein bisschen leerer. Aber ja, wir sind ja nicht deswegen hier, sondern hier um die Ecke ist eigentlich unser Ziel. Da gehen wir jetzt hin. Das ist der Grund, weshalb wir hierher gekommen sind, nämlich einen authentischen guatemaltekischen Markt zu besuchen. Ja, keine Ahnung, was hier durchgeht, aber wir werden uns sicherlich zurechtfinden. Schon wo wir reingekommen sind, hat es so nach Ananas gerochen und man sieht die hier, die sind so richtig dunkelgelb, so richtig geil. Sorry, muss man einfach sagen. Wir haben jetzt einfach eine Scheibe genommen, ich muss die jetzt einfach essen. Man kann es nicht riechen über die Kamera, aber oh, ja.
Beste Ananas, die ich je hatte. Wirklich. 30 Cent kostet diese Scheibe. Wir haben so viel gelernt wieder hier. Das hier heißt Uchen, glaube ich. Das sieht aus wie so eine Bohnenfrucht oder ist das so ähnlich wie Johannisbrot vielleicht? Wahrscheinlich, ja. Dann nimmt man diese Dinger da einzeln raus und isst eigentlich das Weiße rundherum. Das meiste davon ist im Kern. Den isst man nicht mit. So ein bisschen süßlich und so ein bisschen so eine schaumige Masse hat das. Sehr interessant. Ich habe jetzt eins mitgenommen. Für 2 Quetzales, das sind etwa 20 Cent. 22 Cent. Ja. Ach, ja, ein Souvenir von hier. Was für ein verrückter Markt. Also, ja, wenn das nicht authentisch ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Und es war so schön, dass uns auch eine Dame angesprochen hat und die hat mit uns eine halbe Stunde gequatscht und uns so viel über Guatemala, aber auch über die Region erzählt. Also es hat immer wieder schön, solche Leute zu treffen und genau deshalb reisen wir auch. Guatemala ist ja bekannt für guten Kaffee und hier gibt es einen Specialty Kaffee, wo man, wo sie Kaffee selber rösten natürlich und der Kaffee eben hier aus der Gegend, direkt aus Santiago kommt, also hier von diesen Hügeln. Sie hat mir auch gleich ein paar Bohnen gegeben, also es ist eine eher dunkle Röstung, aber wohl sehr ausgewogen und ich bin jetzt gespannt, wie der schmeckt. Und schmeckt er? Ja. Sehr gut. Magst du auch probieren? Vale, chicos, muchas gracias. Ach, wie lustig. Ja, da trinkt man kurz einen Kaffee und bleibt dann eine Stunde hängen und quatscht mit den Leuten. Das waren wir wirklich eine Stunde Ja. mal da. Wollten eigentlich nur kurz zahlen. Und ja, war nochmal richtig schön. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch erzählen soll. Ich würde sagen, wir gehen zurück zum Boot Ja, und fahren zurück. Genau. Und dann schauen wir weiter. ach, dieser Ort ist schon wirklich sehr besonders. Also der See, wir waren jetzt doch auch länger hier als geplant und haben auch gemerkt, es gibt so viele schöne Flecken, die gar nicht mal so touristisch sind, wie wir es eigentlich dachten. Wir waren gestern auch nochmal in San Juan, was eigentlich nicht geplant war, aber andere Reisende, die stehen hier hinten, hatten uns eine Kooperativa empfohlen. Das ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Familien, die da eben Kaffee anbauen, verarbeiten, auch rösten. Und das war so spannend und wir haben nochmal so viel hier auch über die Gegend hier gelernt. Zum Beispiel ist auch der See eigentlich in einem Krater eines ehemaligen Supervulkans, der hier explodiert ist. Ja, also richtig spannend. Man könnte wirklich auch gut länger hier bleiben. Aber wir haben einen Zeitplan, den wir eh schon überzogen haben. Wir wollen eigentlich unsere Route dementsprechend schon danach ausrichten. Wir haben ja einiges vor in den nächsten Monaten. Von dem her packen wir auch zusammen. Fehlt nur noch die Markise. Hier irgendwo, da trocknet noch der Teppich. War ein bisschen feucht heute früh. Aber dann fahren wir auch schon diese Bergwand hoch. Ich bin gespannt, wie Jimmy sich da schlägt. Gracias. Adios. Adios. Sind da fast nicht hochgekommen. Ja. Was machen wir jetzt den Berg hoch? Ja, keine Ahnung. Mal schauen. Also ich bin froh, dass ich nicht fahre, aber ich komme trotzdem ganz schön ins Schwitzen. Wir quälen uns hier mit, was sind das, etwa 15 km/h hoch, im ersten Gang mittlerweile. Es ist, und wenn dann halt noch blöden Lastwagen entgegenkommt, was wir zum Glück nicht hatten, also bis jetzt. Bis jetzt, ja. Ja, bis jetzt. Einmal hat das Hupen tatsächlich geholfen, der hat dann auf der anderen Seite der Kurve gewartet, das war richtig gut.
aber boah, also es ist schon nervenaufreibend. Jimmy wird ganz schön warm. Ich hoffe, der explodiert nicht. Nee, das schafft er schon, oder? Bis jetzt hat Jimmy alles geschafft. Genau. Ich glaube, wir sind am höchsten Punkt angekommen. Jimmy hat sich ziemlich gut geschlagen, aber wir haben jetzt innerhalb von knapp 15 Kilometer über 1200 Höhenmeter gemacht. Ist auf jeden Fall nicht gesund für egal welches Fahrzeug. Also man merkt, hoch wird der Motor richtig beansprucht, runter werden die Bremsen richtig beansprucht. Und man riecht es auch, wenn man hochfährt von den Fahrzeugen, die runterfahren, wie es nach Bremse riecht. Also ja, ein zweites Mal muss ich das nicht machen. Wir haben es endlich auch geschafft und haben uns gleich mal ausgebreitet. Wir sind hier in Antigua. Die Stadt werden wir uns morgen anschauen. Die Fahrt war doch ziemlich anstrengend heute. Aber wir sind nicht alleine. Kurzer Sneak Peek. Vielleicht kennt ihr die. Auf jeden Fall werden wir sie euch morgen vorstellen. Wir genießen heute den Nachmittag mit Ihnen zusammen und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wir starten hier am Hauptplatz. Hier kann man richtig gut Leute beobachten. Das ist richtig cool. All die Verkäufer, die Händler hier. Ja, gute Stimmung. Richtig schön auch so eine Parkanlage. Aber das Wichtigste ist ja eigentlich, mit wem wir hier sind. Denn wir haben uns hier mit Alina und Timo von Sprinttour getroffen. Hallo! Hi. Echt schön, dass wir uns endlich mal getroffen haben. Ja, dass es mal geklappt hat, ja. Wir kennen uns ja eigentlich schon relativ lange, aber es hat halt nie funktioniert. Deshalb immer nur digital. Happy. Genau. Ja. Und Sie kommen ja vom Süden in den Norden hoch, während wir vom Norden ja runterfahren. Und da haben wir ganz viel auszutauschen und uns zu erzählen. Also ja, wir kriegen hoffentlich noch ganz viele Tipps von euch. Auf jeden Fall. Und wir sind auch froh, wenn wir welche von euch bekommen. Klar. Genau. Gut, aber jetzt mal in die Stadt, oder? Ja. Gut. Los. Eine Sache, die hier sofort auffällt, sind die traditionell gekleideten Frauen und Männer. Was richtig cool ist, das hatten wir bis jetzt in Mexiko nicht so, oder? Nicht so extrem. Nee. Also hier ist schon mal sehr besonders. Und viele Touristen. Ja. Also zumindest mehr Touristen, als wir bis jetzt gesehen hatten in anderen Dörfern und Städten. Wir sind jetzt auf dem Dach der Kirche La Merced, von wo aus man eine ziemlich gute Sicht über die Stadt hat, jetzt auch über diese Hauptstraße, die wir jetzt vom Hauptplatz hochgelaufen sind, mit dem Torbogen, mit Agua. Und eigentlich sollte man hier hinten noch weitere Vulkane sehen, aber ja eben, heute ist halt das Wetter nicht ganz so perfekt, da sieht man die leider nicht. Wir sind hier nach Antigua natürlich nicht nur für die Stadt hergekommen. Also Jessie ist vor allem für das Essen hier, für das Trinken. Wohl. Aber wir wollen auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch einen Vulkan besteigen. Also ich habe hier immer noch meine Zweifel. Jessie wird es auf jeden Fall machen. Ich mache mir halt grundsätzlich weniger Gedanken und ich bin dann die so, ja, das Wird schon andere gehen. schaffen es auch. Oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Aber es wird auf jeden Fall richtig hart. Es sind, wie viel waren es? 1500 Höhenmeter, die man macht? Auf 7 Kilometer Ja. und das auf über 3000 Höhenmeter. Ja, also von 2000 auf 4000 quasi. Ja. Also es wird richtig hart. Hier sind wir im Convento Capuchinas, aber es geht nicht um Kaffee,
sondern um einen anderen Teil der Geschichte oder Identität von Antigua. Wir haben ja vorhin von Vulkanen gesprochen, aber auch Erdbeben sind hier immer ein großes Thema. Antigua war auch über 200 Jahre lang die Hauptstadt der spanischen Kolonien Zentralamerikas, aber nach einem besonders starken Erdbeben war die Zerstörung einfach so groß, dass sie sogar entschieden haben, die Stadt nicht wieder aufzubauen und stattdessen die Hauptstadt zu verlegen. Darum ist es seitdem auch Guatemala City. Besonders in den damaligen Klostern und Kirchen sieht man teilweise immer noch die Zerstörung, die das Erdbeben eben damals angerichtet hat oder verschiedene Erdbeben auch seitdem. Vieles wurde wieder aufgebaut, aber eben nicht komplett und darum sieht man das immer noch sehr gut. Ja, schon verheerend, was solche Erdbeben anrichten können. Kaffee ist ja hier richtig groß, also gibt es eine Kaffeepause, logisch, oder? Das sieht hier richtig schön aus. Oh, hast du die Vitrine gesehen mit den süßen Speisen, so Patisserie und so? Oh. Nee. Also wenn ja auch billig schlecht. Du kannst wirklich aussuchen, was du gerne hättest. Ja. Hier sieht man jetzt auch, dass in Antigua die Innenhöfe sehr besonders sind. Also so oft geht man so an einfachen Fassaden vorbei, aber dann schaut man in diesen Torbogen rein und durch in den Innenhof. Das sind so schöne Orte teilweise, so richtige kleine Oasen, wo es ruhig ist und viel Grün, ja, oft auch traditionell dekoriert, richtig schön. Jason, wir müssen auch noch mal gleich. War sehr gut wieder mal, oder? Ja. Ach, das Bier hat geschmeckt? Ja. Sehr gut. Muss man ja auch probieren, das lokale Bier. Genau. Lokalen Kaffee und lokales Bier. So, erzählen wir uns aber noch ein bisschen was an von der Stadt, oder? Ja. Bisschen. Ah, sehr gut. Das hier ist der Torbogen von Santa Catalina und dieses Bild ist eigentlich so das klassische Bild, das man immer von Antigua hat. Der Torbogen und dahinter der Vulkan Agua. Und ich finde, das ist eigentlich so ein gutes Symbol für ja, das Setting von Antigua, denn hier gibt es rundherum verschiedene Vulkane, die das Bild sehr prägen. Insgesamt in Guatemala gibt es über 300 vulkanöse Strukturen, aber 34 tatsächliche Vulkane und 3 davon sind wirklich aktiv. Also da kommt immer noch Rauch und teilweise sogar Lava raus, eben wie beim Fuego. Das ist schon für uns was sehr Spezielles. Ja. Und natürlich, wenn wir in einem neuen Land sind, dann kaufen wir auch ein paar Postkarten. Mittlerweile sind es 2. Vielen Dank an unsere Patrons an dieser Stelle, dass wir euch die schicken dürfen. Ich glaube, in diesem Laden werden wir fündig. Mal sehen, was es hier gibt. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors. Ich glaube, die zwei sind perfekt, denn die zeigen wirklich 1:1 Guatemala. Gibt's das nicht in schön? Deins sieht halt echt Einmal gut aus. Ja, aber Meins ist so ein Cloud. ich kann auch alles tragen, Ja, das oder? Das sieht aus so ein bisschen wie eine Gardeuniform von der Mainzer Fassenacht. Ich glaube, das wäre was für mich. Das ist auch schön, ja. Ja, ich weiß, ich habe ja was Schönes ausgesucht. Ich finde die Sache ja voll schön, Oh aber wow, das steht dir voll gut. Ja. Die Leute schauen uns schon richtig komisch an. es war auf jeden Fall witzig hier drin. Ja, hat's euch gefallen? Super. Ja, war richtig gut. Ja. So nichts gefunden, aber Ja. war Spaß. Eine Sache gibt es hier, die wir unbedingt auch noch besuchen müssen. Und das ist nämlich der Markt hier von Antigua. Der muss ziemlich schön sein, auch wenig touristisch. Von dem her, ja, schauen wir uns den auch an. Ich glaube, sie schlagen hier ein bisschen einen Bonus auf die Preise drauf. Wenn man so ein bisschen alles teuer. Ja, also ich finde es cool, hier ist die Auswahl ein bisschen größer als in Santiago. Aber man merkt halt, Antigua ist der Ort, wo alle Touristen, alle Reisenden hinkommen, die Guatemala besuchen. Und das merkt man halt auch in der Stadt und auch am Markt. Aber auf jeden Fall hat man hier eine große Vielfalt. Es ist so witzig, mit jemandem unterwegs zu sein, der auch filmt und YouTube macht. Und halt so, dann sieht man einander immer wieder, wie so die anderen mit der Kamera sind und man selbst. Und Ja,
Man filmt auch immer ein bisschen anders. Ist schon spannend zu sehen, wie ihr das filmt. Ja. Weil ich kenne ja eure Videos relativ gut. Und jetzt zu sehen, ist schon So die spannend. andere Seite, Ja. gell? Ja. Ich finde es auch total, also man macht so dasselbe, aber trotzdem komplett anders. Man kann so richtig viel voneinander lernen. So. Ja. Total. Jetzt gibt es noch frisch duftende Wäsche und dann dürfen wir nach Hause. Ja. 30 Quetzales waren es und es waren, was waren es, 5 Kilo? Nee, 5 Pfund waren es. Die gehen hier nach Pfund. Das sind umgerechnet 3 Euro. Ja, aber es war nötig. Von dem her, ja, aber jetzt gibt's lecker Pizza. Home sweet home. Home sweet home, das ist unser Campingplatz jetzt. Direkt bei der Polizei, sicherer geht's nicht. Während Jesse sich ein bisschen erholt, seid ihr sicherlich auch gespannt, wie der Van da von den zwei aussieht. Gibt ihr uns eine kleine Roomtour? Ja. Eine ganz kleine? Ja, ganz klar. Ja? Ja. Okay. Klar. Es ist tatsächlich nichts Besonderes, es ist ein VW Ist Crafter. natürlich was Besonderes. Was ist Okay, mit dir los? Entschuldigung. Nichts Also, Besonderes. Unser Zuhause. wir haben den Van in 6 Wochen ausgebaut, also wir mussten uns da ziemlich beeilen und ja genau, wir haben, komm mal rein, dann siehst Ja, du alles. genau. Komm, das ist, denke ich mal, das Einfachste. Vorbei an dem Moskitonetz und wir haben hier ein Konzept gewählt, was recht unüblich ist. Ihr habt ja so ein, was heißt Das sieht genau Bett. ganz anders aus als bei uns, Absolut. oder? Wir haben ein sehr großes Bett, 2 Meter lang, 1,40 Meter breit und wir haben halt sehr viel Stauraum. Also wir haben hier die ganzen Schränke, wo unsere Klamotten drin sind. Der Hängeschrank ist voll mit Sachen und unten drunter haben wir extrem viel Platz, was einfach richtig geil ist für uns, weil Kanister haben wir immer gebraucht, Ersatzteile. Sportsachen. Ja, genau. Die kleine Küche. Bisschen schade, dass unser Waschbecken relativ klein ist, aber es ist okay. Unsere Pumpe ist sehr laut. Wir hören es die ganze Zeit. Das ist richtig nervig. Wir haben aber euch auf jeden Fall vorgewarnt. Tisch und eine kleine Sitzecke mit Tisch. Und das ist halt richtig cool, weil wir können nämlich den Sitz hier vorne drehen. Und beide können dann hier, genau. Genau hier. Ah, Ja. das ist richtig bequem. Und wir haben halt genug Platz hier an dem Tisch, um mit dem Laptop beide hier zu arbeiten, was richtig geil ist. Und ja, sonst noch was? Ja, Toilette haben wir noch mit dabei. Hier drin. Genau. Zieh besser nicht raus. Ja, aber das hier ist unsere Trockentrenntoilette. Die brauchen wir immer, wenn wir in der Stadt stehen oder hier zum Beispiel haben wir auch keine sanitären Einrichtungen. Deswegen mache ich mal schnell wieder zu. Wieder zu, ja. Bevor es mit rausgeht, muss ich dir natürlich unser Highlight zeigen. Und zwar, das ist unser kleines Highlight, unsere Kaffeebar. Und die ist jetzt offen. Genau, ja. Schnell wieder zu, der Tisch ist dreckig. Und das Dachzelt. Ja, vor allem immer, wenn es so richtig heiß ist, vor allem wenn ihr dann Richtung Süden kommt, es wird brutal heiß werden. Und wir haben halt das Dachzelt immer genutzt, um so ein bisschen Abkühlung zu finden abends. Ist halt fest. Ja, das sieht doch gemütlich aus, oder? Ich glaube, ich bleibe heute hier. Okay, probier's aus. Ja, das ist halt uns immer wichtig, dass man genug Schlafkomfort hat. Weil was bringt einem sowas, wenn man da drin einfach nicht gut schläft? Richtig cool, der Van. Was meint ihr? Ja, und die zwei haben natürlich auch einen YouTube-Kanal. Wer kennt den nicht? Wie heißt der? Sprintour. Sprintour. Genau. Und wenn ihr sehen wollt, wie es bei uns weitergeht, könnt ihr natürlich auch mal bei uns reingucken. Und bei den beiden, weil das Video ja überragend ist, einfach mal einen Daumen nach oben da lassen. Genau. Oh, danke. Also, abonnieren nicht vergessen und fleißig folgen, denn sie fahren ja von Süden in den Norden. Sie haben richtig viele Tipps uns schon gegeben und ja, wir sind gespannt, wie es bei uns weitergeht, aber wie es auch bei denen weitergeht. So klein werden Weil die gehen dann nochmal auf. Und wie läuft's bei den Nachbarn? Richtig gut. Ich bin gespannt, wie das später wird. Mit eurem Nudelholz jetzt hervorragend. Ja, Ihr habt eine Schablone benutzt? Nein. Habe ich jetzt nicht gedacht. glaubst du an alles? Natürlich nicht. Nee, ich mache da immer so imperfekt, dass man sieht, dass es Handarbeit ist. Genau. Ja, ich dachte, sie tun Ketchup als Soße rein. Nee, wir haben schon noch, also wir haben nicht mehr so viel Löffel wie am Anfang der Reise. Hola! Hola! Buenas noches! Buenas noches! ¿Qué tal? Jetzt bin ich gespannt. Ja? Warte mal, Pizza, Oh, wow. italienisch, oder? Ah, okay. Ist schon heiß. Unser gemütlicher Pizzaabend, aber auch die folgenden Tage, in denen unser Camp noch mal größer wurde, zeigen uns einmal mehr, wie wertvoll Freundschaften unterwegs sein können.
sich mit anderen Reisenden auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und gemeinsam über dieselben Probleme zu lachen, tut uns in diesen Tagen einfach nur gut. Nice to meet you. Yeah, we will stay in contact. Oh. Enjoy. You too. Have fun. Was waren das für schöne Tage mit Timo und Alina, aber auch mit Martin zusammen? Das hat so gut getan. Ja, also es hat unseren Zeitplan komplett aus der Bahn geworfen, aber das ist es absolut wert. Ja, auf jeden Fall. Und ein großes Dankeschön auch euch allen für die lieben Kommentare, die ihr uns in den letzten Wochen, aber auch davor schon immer geschickt habt. Mir hat das richtig gut getan, zu sehen, was für eine große Unterstützung wir von euch haben. Ja, es war nicht eine einfache Zeit, aber ich glaube, ja, die Pause hat uns auf jeden Fall gut getan im Airbnb. Und wir wissen, wir müssen was ändern, nicht wahr? Ja, also damit wir langfristig weiter reisen können, müssen wir was ändern. Eine Sache haben wir auch schon losgestoßen. Unsere Patrons wissen auch schon Bescheid. Aber ja, wir wollen es wirklich spruchreif haben, bis wir was teilen. Aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ja. Und an dieser Stelle wollen wir uns auch bei CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos, bedanken. Über den Link, den ihr unten in der Videobeschreibung findet, kommt ihr mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen. Und das für gerade mal 2,03 € im Monat und mit Geld-Zurück-Garantie. Damit sind wir am Ende dieses Videos, aber im nächsten Video geht es richtig abenteuerlich weiter. Also hoffen wir, dass ihr da wieder dabei seid. Wenn ihr das Video nicht verpassen möchtet, abonniert doch unseren Kanal. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr es nicht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Hasta luego! Hasta luego!